Marisola. Wenn man singt zum Umfang Nummer 70. Nummer 70, das sind zwei Sterben, die Leute, die Mana wollen die Bubersterben nehmen, die früheste Ungersterben. Ich und Henry und Johnny, wir wollen auch die Ungersterben, so, und dann die anderen wollen dann die Bubersterben. Wunder der Weihnacht, wer kann erfassen, wer kann ermessen, was Liebe vermag? Christ hat die Herrlichkeiten verlassen, Jesus sein Leben, sein Alles uns gab. Wunder der Weihnacht, Wunder der Liebe, Gott kam als Mensch auf die Erde herab. Wunder der Weihnacht, himmlischer Friede, ward uns zuteil durch die göttliche Gabe. Wunder der Weihnacht, du bist das Größte, das jemals auf dieser Erde geschah. O welche Gnade, Christus der Höchste, kommt Menschenkindern aus Liebe so nah. Wunder der Weihnacht, Wunder der Liebe, Gott kam als Mensch auf die Erde herab. Wunder der Weihnacht, himmlischer Friede, ward uns zuteil durch die göttliche Gabe. Wunder der Weihnacht, klingt in der Krippe, anbetend neigen vor dir wir uns holen. Heiland, o salve du unsere Lippen, dich recht zu loben in ewiger Freude. Wunder der Weihnacht, Wunder der Liebe, Gott kam als Mensch auf die Erde herab. Wunder der Weihnacht, himmlischer Friede, ward uns zuteil durch die göttliche Gabe. Als nächste Nummer 70. Nummer 70. Siehe, 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 dein König kommt zu dir. Seele, lassen frohe Worte, sprich, mein König kommt zu mir. Öffne ihm die Herzenspforte, lass ihn mit seiner Sanftmut ein. O dem Abgrund der Stadt, sieh dein König kommt, Seele auf zu dir. Sprich, mein König kommt zu mir. Siehe, 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 dein König kommt zu dir. Völker haben sein Geharret, Gott der Herr
König, Gott zähle auf zu dir. Sprich, mein König, komm zu mir. Siehe, 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 dein König kommt zu dir. Sünder sollen Gnade finden, Gottes Lieb unendlich ist. Herr und Himmel wird verbinden, Gott durch den Mittler Jesus Christ. Wo dem Land, wo der Stadt, die Riesen, wo dem Herzen insgemein, wo der König sieget. Sieh dein König, Gott zähle auf zu dir. Sprich, mein König, komm zu mir. Guten Morgen. Ich hoffe, dass ein Verrechting von dir hier alle zu begrüßen in den Namen des Herrn Jesus und sind hier alle herzlich willkommen zu heißen. Und jeder einer, was gekommen ist, von dir in diesem Gottesdienst teilzunehmen, ich wünsche dir, dass du hier ganz willkommen feiern in unserer Versammlung von dir. Das geht um den Namen des Herrn zu erhöhen. Ich will uns ein paar Verse lesen, in Psalm 34, Vers 2, bei der Feier. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Kann ich genau matchen mit dem Psalmist? Ich will den Herrn loben alle Zeit. Und sein Lob soll immer in meinem Mund sein. Wozu? Dat meine Seele soll dem Herrn so rühmen, dass die Elenden, dat meint, die wat noch nicht glücklich sind, die wat noch nicht gehalten sind, die wat nach ihm in trüben Schmerz daheim leben tun, dass die Elenden dort hören, dass sie sich wollen können mitfreien. So lasst sich verstehen, was den Unterschied merken. Als die, was dem Herrn kann, wenn die wollen sie nun hochheben, wenn die wollen eine Stimme erheben zu Gottes Ehe, da wird ein Unterschied merken, zu die, was am noch nicht kann. Und das kriegst du so geschafft. Vielmal haben wir gehört, dass dem, dass jemand hat einmal ein Zeugnis aufleihen, dass dem anderen auch klar gegeben. Und jemand hat dem Herrn gelobt, da hat vom anderen gespornt, auch sind wir dort gekommen, ich will den Namen des Herrn kennen, hochheben, den Loben und den Preisen. So, das ist auch von des Morgens war der Tag gekommen, das geht alles an diesen großen Gott. Was die Welt gemerkt hat, was uns gemerkt hat, und was uns erlöst hat, in dem, dass er seinen Sehen checken deed, und was uns den Helden Jesus geschickt hat, wird hingelassen, hat uns alles gegeben, was er braucht, um hier Freude den Kampf zu kämpfen, in der Reite stehen für die Wiederkunft. Der Herr, die kämpft nicht in Zeit waren, will gut, wenn Menschen können zu Church kommen, können in den Wort Gottes kommen, können angespart worden und können reingemacht worden für seine Wiederkunft. Wir waren even going to the Sonderschule, die Rückkehr zur Sonderschule, wie Frauen mit Paus und ersten Abstand zum Gebet anerkannt halten eigen. Groot Almachtiger Gott und Vater im Himmel, wir erheben von dir uns wahre mit unserer Stimme für die, aber Herr, möchten wir innerlich wirklich gebeugt sein, dass bloß unsere Stimme wird abgehoben worden, aber wir wurden gebeugt sein für die, omdat du wirst kennen von dir aus morgens die bezeugen. Du bist der allmächtige Gott. Du bist der, wem alle Lob in ihr gebühren wird. Du bist der, was von dir aus morgens ans wahre Tag geführt hat. Was uns die Gelegenheit gegeben hat, dass wir können aus der Tag kommen, um die göttliche Wort ans Deiper und Deiperloten zu führen. Himmlischer Vater, wir beten besonders, haltet wir es Boten Gottes
wo immer von der die Boten Gottes abstund zum Reden, dass die wurden inspiriert durch den Heiligen Geist reden und dass die wurden in Kraft reden, zu dienen ihr und zu dienen Verherrlichung. Ja, man sagt, früher wie früher noch, du wirst so in der Sonderschulklassen, die bezeugen, dass da jeder Sonderschullehrer war, kein Gebetsfall mit Mut und mit einer Klarheit vor die Klasse kommen. Und all die, was in der Klasse gehen, dass die würden können mitleben und teilnehmen. Und dass die können was lernen, was wieder was können in Segen sein und erleben, über alles zu dienen Verherrlichung. Und Herr, wir befehlen die von auch die an, was nicht gesund sind, aber ich kann zum Gottesdienst fahren, oder die, was irgendwo in der Niederlage sind und nicht ein Verlangen haben. Und Herr, muss ich all die Horten anschieren, und dass du kannst erregen, mit dir regen, was der Sonnenschein in der Ruhe, dass morgen ist, das zu dienen ihr und zu dienen Verherrlichung. Im Namen Jesus. Amen. Platz nehmen. Nummer 74. Nummer 74. Siehe, ein Licht erscheinet im Dunkel, Segen verkündet, strahlt es von fern. Freude verheißt ein helles Gefunkel, göttlicher Licht, beleuchtender Stern. Sieh, es leuchtet auf dir, sieh, es leuchtet auf mir. Siehe das Licht, das herrliche Licht, das Licht, welches allen erschien. Jesus als Licht der Menschheit gegeben, wandelt in Freude, Sorgen und Leid. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, macht uns zum Erbe droben bereit. Sieh, es leuchtet auf dir, sieh, es leuchtet auf mir. Siehe das Licht, das herrliche Licht, das Licht, welches allen erschien. Blick ich auf ihn, so weichen die Sorgen, wütet der Feind, mich hält seine Macht. Lebe ich ihn, so bin ich geborgen, denn bei dem Herrn, da gibt's keine Nacht. Sieh, es leuchtet auf dir, sieh, es leuchtet auf mir. Siehe das Licht, das herrliche Licht, das Licht, welches allen erschien. Wir wollen von der diese Wiedereröffnung uns ein bisschen führen in die Vers aus Epheser Kapitel 3, Vers 13 bis 21. Wir leben in einer Adventszeit und besonders dachte ich an, wenn wir in der Adventszeit leben, aber wir leben in einer Zeit, wo alles vollkommen vollbracht ist und wo das wichtig ist, dass wir uns Leuten beieinander führen in Gott sein Wort durch seinen Geist. Und dass wir dort gestärkt worden, dass wir hier diesen Ausschnitt lesen wollen. Epheser Kapitel 3, Vers 13. Darum bete ich, dass ihr nicht müde werdet um meine Trübsale willen, die ich für euch leide, dass die euch in der Ehre sind. Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen,
dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, auf dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge, die Tiefe und die Höhe. Auch erkenne die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sie Ehre in der Gemeinde, die in Christus Jesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich glaube, erstens wollen wir uns ein bisschen nachführen, wer ist dort, von wem haben sie ein Zeugnis ist. Dort ist von dem Apostel Paulus. Von dem redet hier. Paulus, von wo schreibt er das? Von diesem Gefängnis. Kannst du das feststellen, ein Mann, was im Gefängnis ist. Und die Ursache, für was im Gefängnis wir, dass wir kriegen, wegen, dass er das Evangelium nur der Herrn gebracht hat. Das wird die Ursache, warum im Gefängnis wir. Und ein Mann, was im Gefängnis ist, wegen seinem Glauben. Dass er so klar gezeugt hat und gepredigt hat, das Evangelium. So ein Mann ist dort, der kann so eine überzeugende, motorsprechende Wort schreiben an die Gemeinde. Ist dort nicht wundervoll? Da muss doch ganz besonders eine göttliche Kraft sein, was das offenbar geworden ist, wo in diesem Mann, in diesem Streiter Jesu Christi, in diesem Paulus, was ihr soll heiten, der nu wie Paulus, dass er kann so ein Zeugnis das sein für andere Menschen. Und das habe ich hier ganz klar gelesen. Im 13. Vers sagt es, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet um meine Trübsale willen. Also ich sehe in Trübsal, ich sehe im Gefängnis. Aber ich leidet verjüngt. Weil es Kind das Evangelium gebracht hat, dort das wollen ich hier sehe. Aber da wegen, was die nicht meint, über die Trübsal, wo ich bei sehe, das ist verjüngt bis nicht ihr, dass die das haben konzentrieren, das Evangelium. Und dann der wieder und sagt er, der haben beuge ich meine Knie. Du wen, dass ich meine Knie behen. Und er sagt, für wem hat sie nicht Knie behen das? Du legst so viel Bern, ich leg mir dann an, ich studiere mit der Wasser an, was kriegt wie Knie behen? Und wo viel die Schrift davon reden, dass von Knie behen, die Wichtigkeit, dass Knie geboren worden. Und das Wort sagt, dass alle Knie worden geboren worden. Von da noch lange nicht alle Knie behen. Ja, die behen sich vielleicht doll, aus der Tradition und so wieder vor Gott. Aber nicht wirklich, auch mit gebräuchte, handgegebene Anstellung unter Gott sich stellen, behen sie ihre Knie noch nicht. Aber ein Tag wollen die Knie alle behen für Gott. Das ist ganz klar. Der Tag, die kämpfen, wie leben das nicht die, wo alle Knie sich behen wollen. Aber hier redet der Apostel Paulus von, dass er sagt, ich behe meine Knie. Für wem? Für den Vater, dem Herrn Jesus Christus. Für den bete ich meine Knie. Und dann bringt er sie in die Bitte, das dort rührt. Das sagt uns da, wenn wir mal wieder lesen, für wem das ist, der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Das ist der, für wem ich mich beten darf. Das ist wichtig für dich, für uns. Immer wahrer. Dat wieder klar haben, für wem wir an die Knie beten da. Viele Menschen haben ihre Knie gebeten für einen Aufgott. Aber wie von dir? Wir beten an die Knie nach immer wahrer für einen allmächtigen Gott, was an seine unendliche Liebe uns so gelebt hat und von noch leben dat, dass er uns geraten hat, beten wir an die Knie für ihn, am hoch zu heben. Aber wir sehen hier, was Paulus in die Knie beten, dort wir diesen Gott unterroten, dort da wird was zurückkommen zu anderen Menschen. Das ist mein Gebet, dass wenn ich meine Knie beten, da wird dort denken, dass da was zurückkommen und Segen zu anderen Menschen. Das wird Paulus in die Knie beten, für Gott. Also, was kriegt wir seine Bitte? Da wollen wir wieder ein bisschen nennen, wo er gebet hat und für was er gebet hat. Was am sehr wichtig wird, dass wir das uns lesen werden, dass Gott, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dort wir für was er beten werden. Kinder Gottes sind in Verbindung gesagt mit einer göttlichen Kraft. Das ist doch nicht ein Verreich.
Wir weten dort, dass viele Dinge mit einem Tod geknackt wurden und das steht das nicht. Wir weten, dass das einmal sehr, sehr viel Kraft wo der hängt, wenn der Tod geknackt ist mit Bord. Zum Beispiel mit der elektrischen Kraft. Ich sage vielmal, wo so sehr viel Kraft bin, als mit der hydraulischen Kraft, wenn der Tod geknackt ist, aber das nicht bin, absolut nicht, solange es nicht Tod geknackt ist. Aber da ist es mal recht Tod geknackt, was für eine gewaltige Kraft das da bin. Und das ist ein bisschen ein Bild, so ist die lichte Dagen tun, wie sie Tod geknackt haben, eine hechle Kraft. So dort sind Kinder Gottes Tod geknackt, mit einer jährlichen Kraft. Und habe auch noch an seinem Gott gedankt. Habe noch an seinem Gott hochgehoben. Dass er uns wird holen, dass wir darin von diesem, mit dieser jährlichen Kraft, Tod geknackt darin sind. Und das ist, was der Apostel Paulus beten deed, auch wenn unter der Herden predigen deed, und das Evangelium doorbringen deed, da wird seine Bitte, dass das wurden ganz diep verbunden sein mit dieser göttlichen Kraft. Und wir sehen das bloß, wo das im Leben schaffen wird, in der Kinder Gottes. Wenn die top gebunden sind mit dieser göttlichen Kraft, dann hat Gott einmal durch die Übermacht, nicht wahr? Dass sich der Mensch mit der Übermacht hat, aber Gott hat die Übermacht, dass er kann Obst sein, er kann friesen, er kann sorgen, sodass wir gestern ab die Gebetsstunde, was wir heute das Mana, wir haben sehr reden in der Zeugnis hier, von einem Moment ins Fähig wird von sehr lang trägt, von sehr redende Zeugnis, wo die hat angestoßen für die Wahrheit, wo sie geschafft worden, am oft zu kriegen von das, und über dem am gesagt worden, dass noch die letzte Gelegenheit, wenn dir das nicht was auch sein, da wirst du bloß verbrannt worden. Und er wird angebunden an den Pool, da wird ein Halt reingemerkt, da wird ein Tier abgegoten, das da brennen soll, und er wird verbrannt. Bloß deswegen, dass er an diesem Jesus festhalten will. Und diese göttliche Kraft festhalten will, er leidt sich verbrennen. Wo wird das möglich? Wenn wir in Kontakt gekommen mit dieser göttlichen Kraft. Und das war an was der Apostel Paulus beten hat, hier von der in unserem Ausschnitt, er betet, dass die Kinder Gottes wirklich totgeknackt sind, dass die in Verbindung sind mit dieser göttlichen Kraft. Weil ihr so viel Mal, dann sind wir nicht tief genug gegangen, und folge dessen sind wir nicht so verbunden, und wir sollen verbunden sein. Am stark zu werden im inwendigen Menschen haben wir es durchgelesen, nicht wahr? Also es soll einmal tiefer und tiefer gehen. Als Fleisch ist geneigt, da er bloß an der Bütterkant zu bleiben, im flachen Butter, nicht so? Das ist ans Fleisch geneigt ist. Dann drückt er nicht ganz so viel Verantwortung. Und als die von Fleisch ist, das gemütlichste, ich bleibe bloß an der Bütterkant. Ich bleibe bloß im flachen Butter. Aber was dort, wo das Wort Gottes uns lehren hat, das Wort Gottes lehrt uns, dass wir sollen reisen, tiefer näher zu gehen. Und zu sein, was der Herr von uns hat, willst du erst so viel, was der Herr beschenken will von der durch seine Kirche, durch seine Gemeinde. Wir wollen eine nie-testamentliche Gemeinde, nur die Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn es da ist in der Arbeit gehen, der wird kraftvoll gegen die Apostel und Lothar, all die Notfälle Jesu, wird kraftvoll gegen die Verweich. Wo wird das alles möglich, wie sie werden in Verbindung mit dieser göttlichen Kraft. Und das, was Paulus in Gebet wird, für das hier, dass sie würden in Verbindung kommen, sein mit dieser göttlichen Kraft, und dass sie würden stärker und stärker werden. So dass Gott sehe, die sind geneigt im flachen Butter, nicht wahr? Das ist ja einfach viel einfacher. Da im flachen Butter, weil Fashion da und da sind auch alle Fashion erkannt. Aber das ist nicht Gottes Willen, lieber Zuhörer, wir bloß einmal im flachen Butter bleiben. Weet je, dort geistlich angewandt, dass nicht Gottes Willen, wir bloß einmal durchbleiben, so wie das wir mit Menschen Vernunft handeln, mit unserer Gelehrsamkeit, so wie das der ist, das ist nicht Gottes Willen. Gottes Willen, die hat viel, viel tiefer, wir sollen viel tiefer erkennen, als bloß dort, wo unsere Vernunft regnet, wo unser Verständnis regnet, wo unsere Erkenntnis regnet, und Menschen Mut nur, hij will, das soll viel, viel tiefer gehen. Dort ist sein Verlangen, das sein Willen in uns. Wir weten diese klare Geschichte, nicht wahr? In Lukas Kapitel 5, da haben wir diese Begebenheit, wo Jesus, nur dem, was die Jünger lang geschafft haben, sich zu fasten und nicht festkriegen. Er hat keine Feste gekriegt, über dem sie sind an der Kant und sie waschen ihr Nachts rein.
Und dann einmal sage ich, kommt Jesus durch, und das Volk drängt sich so gewaltig an Jesus nach, sie wollen hier, was er predigen wird. Und dann sagt er immer zu Simon, fahr mal ein bisschen ab. Und dann hat Jesus für den Boot, dass er zu den Menschen reden, was an der Kant sind. Und wenn sich abgehört heute reden, zu diesen Menschen, dann sagt er immer zu Simon, fahrt auf die Höhe und werft eure Netze aus. Fahrt mal ab. Fahrt mal wieder am Boot ab, meint das. Fahrt auf die Höhe, das meint, fahrt mal wieder ab. Bleib hier nicht bloß an der Kant. Weißt du, was Simon sagt? Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Wir haben Meister, Jesus. Wir haben die rein ganze Nacht über geschafft und rein ganz für Jesus. Was der Herr uns hier lehren will, ist das erst, wenn wir bloß immer mit unserer eigenen Wissenschaft, unserer eigenen Vernunft, unserer eigenen Verständnis, das kann noch so sehr uns anstrengen, der wird nicht der Erfolgbar sein, was der Herr haben will, was er soll sein in seine Kirche, in seine Gemeinde. Gott will, dass in seine Gemeinde soll eine göttliche Kraft aufgebaut werden, und dass mehr Menschen bewegen worden, hineingetragen worden, das wird auch sein, was passiert, einmal war das selber dort, wenn die Kinder Gottes da sind, leben nicht im Geist, weil mehr hineingetragen worden. Aber Petrus, er sagt, die haben die ganze Nacht über geschafft, nicht gefangen, aber das gute Ding, was Petrus so oft gegeben wird, dass er sagen kann, auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Ich wollte nicht alles lesen, aber ich will hier artige Vers lesen, wo Petrus sagen denn, auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Wenn Jesus sagt, fahrt auf die Höhe und werft eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut, und Simon antwortet und sprach sie, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das taten, beschlossen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz zerriss. Und sie winkten ihren Gesellen, die im anderen Schiff waren, dass sie kämen und helfen ihnen ziehen. Und sie kamen, füllten beide Schiffe voll, also dass sie sanken. Ich habe gesagt, was für ein großer Unterschied, eine ganze Nacht für Jesus geschafft, und bloß einmal nachschmieden, und so viel Fische, sie müssen andere Bikre und zum Halten tragen. Was ist der Unterschied? Einmal wieder bloß, und hat mir ein Bastet getan, was ich weit von Fischen. Und Petrus ist wie ein guter, gelehrter Fischer. Petrus ist gut, gute Fischen. Weißt du, die gelehrten Fischer weiten gute Fischen. Eine Erfahrung, wenn sie mit meinem Bruder mit dem Fischen fuhr, in Kanada, dann seht ihr, Mann, was an der Kant wohnt, dann seht ihr, weil die scheine Fisch, weil die Erfolg haben, dann fährt die dort ram, ja eine Insel ram. Genau wisst ihr, was wir vor sollen, sie da, wo die große Fehler an der Kant saßen, hängen ja eine Insel, wenn die da waren, die den Nase schmieden. Da liegt, wo ich gut Erfolg haben. Und sag ich Ihnen noch, ein Erfolg nach dem anderen, von der besten und der schönsten Fisch. Das man der wisst, Petrus wisst auch. Aber Gott hat immer zugelassen, das zu sein, Petrus ut die selbst kostet das gleich. Die ganze Nacht über das halten alle nicht. Liebe Zuhörer, wir können noch so sehr uns anstrengen. Weil plötzlich mal als eine Vernunft, als eine Kraft will, dass es so ladig, dass es vergisst. Aber in der Kraft Gottes, im Namen des Herrn Jesus, das nicht auszuschmieden. Hier ist so eine Kraft, und das, was der Herr uns lehren will, wo wichtig das ist, das ist uns lesen in der Epheser Kapitel 3, dass Gott doch würde die Kraft geben, dass sie in dieser Kraft würden leben, und nicht in ihrer eigenen Kraft. Ich habe sein, wo groß der Unterschied ist, wenn im Namen des Herrn in was nicht ausgeschmieden, ab dem Herrn sein Wort, dann kann Petrus nur, wenn sich einmal Jesus lang kann, da fällt er für Jesus durch und sagt, Herr, geh für mir aus, ich bin ein sündiger Mensch. Euer wie Jesus ein Meister bei ihm. Meister, das ist ein Lehrer. Er wird ein sehr guter Lehrer, er war auf lange Zeit für ihn. Und der Meister werden die ganze Nacht wie fest. Und nur immer Sache den Haar. Liebe Zuhörer, das ist wichtig, dass wir wie den Haaren sein. Nicht bloß ein Meister, was wie den Haaren wollen sein. Mit einem geistlichen Öl. Was ist Gottes Willen von dir, für mich und die? Das ist, dass wir Deiper gehen ans Leben, und Segen. Einmal war es ein Deiper, zu gehen und Segen. Was will der Herr von uns? Wir haben ein anderes Bild in Hesekiel Kapitel 47. Hesekiel hat auf einem Mond geboren gekriegt von Gott. Und hier war er in so ein Bild zu sein, in einer Vision, dass im Tempel da unter der Schwal, da kam ein Stromboot abfair.
Das an der Außen kommt vom Tempel, über die Schwal, die kämen Stromboot an der Werk, wollte nicht alles lesen, hier in Hesekiel Kapitel 47. Aber ich will hier ein bisschen bemerken über das, dass dort, dass Hesekiel, er sagt immer, in dem Stromboot da sagt, dann sagt er, wie einer, was da reitet wir, und der hat eine Messschnur, der hat einen Mootstock, und dann hat er 1000 Ellen meten, und leider am das Stütze durch. Da ist ein Boot da. Das Boot da, das ging am, bei zwischen die, befouten die Knie, aber da ging das Boot da. Dann macht er so noch einmal 1000 Ellen mehr, und dann ging er, soll er das gehen, und dann ging er das an die Knie. Dann macht Jana noch einmal 1000 Ellen mehr, und dann ging er das all an der Haft. Aber das haben wir nicht Zeit noch. Weet je wat? De Haare wel gaan het zo naar tijd gaan. Jana macht noch einmal 1000 Ellen mehr, und dann wird wir dann. Da wird der Prophet nicht mehr gegründet. Hat ja nicht mehr gegründet. Das wird der Herr uns haben will. Und das ist, was der Apostel Paulus beten wird. Dass die Gläubigen, dass die Worte durchkommt und nicht mehr einen Grund haben, aber einen Grund. Und der andere wird sich meinen, ab und sagt, Grund ist nicht sich selbst. Wir machen immer was durchkommen und das sein, dass es so deep, dass ich selbst kann gehen. Ich kann es bloß noch mit meinem Haaren tun. Das ist die Antwort. Das ist der nächste Schritt. Mit meinem Haaren tun. Ich selbst kann gehen. Also jährlich war der geborene Mensch, der ist in so einer Kraft dort verbunden. Und wir lesen es dort in, dann kriege ich in der Epheser Kapitel 3, im 16. Vers, was wird das Gebet? Dass Gott dir wird Kraft geben, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden. Seht ihr mal, dort wird das Gebet, dass Gott wird eine Kraft geben. Was für eine Kraft? Eine Kraft durch dem Reichtum von Gott seiner Herrlichkeit. Könnt ihr feststellen, was für eine Kraft das ist? Nur dem Reichtum von Gott seiner Herrlichkeit, dass wir die Gelegenheit haben, mit dieser Kraft angedont zu werden, nur dem Reichtum von Gott seiner Herrlichkeit, das ist nicht bloß so groß von ungefähr so boven Eva. Nur Gott hält es sein Gebet. Und dort wir Paulus sein Gebet, während er das Evangelium gepredigt hat, und für das Evangelium ist im Gefängnis sind, Schrift davon, aus seiner Gefangenschaft, dass Gott auch wird, die Kinder Gottes, die Kraft geben, nur Gott seine Herrlichkeit stark zu werden. Und was? Das sehen Geist an einem inwendigen Menschen. Der Herr will nicht, dass er bloß so abends, dass die hier so handschweben tun, sondern wie stark werden als inwendiger Mensch. Und das ist der inwendige Mensch. Das ist der wahre Geburt. Das ist das wahre Leben in Christus Jesus. Und der Apostel Paulus hat beten, dass die Kinder Gottes wird stark sind in Christus Jesus. Also geht es von dir und uns. Das ist Gottes Willen, dass wir als Kinder Gottes, dass wir stark sind in uns geistliches Leben. Dass wir nicht bloß so boven über der Hand schweben, sondern dass wir stark werden. Und dann lassen uns wieder, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Und dass Christus, dass wir durch den Glauben in deinen Herzen wohnen. Das wird das Gebet. Wohin? Und dass ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Weißt ihr was? Hier liegt der Ben. Dort wie durch die Liebe Gottes kann angewartet werden. Weil wir dort mal weit genug erkennen, was ist die Liebe Gottes für uns Menschen. Weil wir dort im Schicksal en onhoopnings, troosteloos, hoopnisloos, en grote angst en furchte hand leven deden, wir worden op ewig met een smacht in de haal. Dan eenmaal mal te zijn de Leib Gottes, waar hij zich opdeed, durch zijn einzigen Sinn, dat wir können geraten worden, en dan weer in deze Leib gewartet worden. En deze Leib verbunden worden met Christus, en om ander verbunden worden als zijn dingen in Christus. Gewartet in Leib. Weet je, du als Sonnekraft bent, gewartet in Leib. Ik heb een vrouw van die wat immer irriteren is. Wat dat ook aan mij. Hebben we tijden waar we eenmaal in bed aan mijn Leib? Wat je voordat de gastank eenmaal leeg, er is sogar ladig. Moet je frisch abfallen? Yes. Als ik zo in ons leven, dan eenmaal te blokken maar beden haar. Vel me met deze Leib. Te die en die woord.
Vel me to de mensen. Vel me to mijn leven, to mijn vrouw, mijn kinderen. Dat wat een vel je leven zijn. De apostel Paulus heeft beet voor de christen. Hij zegt, oh, dat je worden, dat je im Reichtum van God zijn Herrlichkeit, dat je worden diep bij je wartelt worden in leven. Is dat niet wichtig, dat die van der Persönlichkeit von uns beten? Herr, gib uns die Gnade, dass wir diep bei je wartelt worden in een leven. Wenn wir in leven gewartelt sind, dann merkst du einen großen Unterschied. Wir weten alle, dass viele Menschen erwarten sind sehr diep geschlagen. Aber in Wort. Veel mensen erwarten sind diep geschlagen in Hass. Das sind gewaltige Hass im Hart. Und die kann bloß nicht überkommen, wenn es versucht, mit einer Kraft rauszukommen. Und Leute, hier, du wirst keinmal nicht diese diepe Warteln, was im Hart sind von Hass, was du nicht kann uitroden mit deiner eine Kraft. Aber in diese göttliche Kraft von der Herrlichkeit Gottes, dann steht zu worden, dann ist ganz leichtmäßig, wenn einmal uns diese Kraft vergeben, dann wird diese Warten alle beten. Dann der alle weich. Aber von der redet hier von gewartet in Leid. Aber ich will bloß aufmerksam machen. Vielmal habe ich gleich gewartet worden in Leid, bis das alle verwartet in Haus. Und mit Haus ist, kann diese Leben nicht so tun nehmen, was sie so tun nehmen, das verwartet nicht, so ist das so. Wir weten alle, ein gut verwartelter Baum, wo fast die Stunde das. Ich habe viel bei ihm uitgerufen, mit gewaltig langen, dicke Wartel, mit großen Maschinen. Und ich weiß, wo fast some bei ihm durchstunden. Aber das wird Gott sagt, wir sollen gewartet sein in Leid. En andermal zeggen we dat some mensen een diep gewartet in Geld hier, in Jets. Die leven in Jets te gaan, dat zo'n gewaltig verlangen, dat ganze leven aan het einde, dan wordt tijd voor het geestelijke, bis het gaat bloos am Geld hier. Weet je? De liebe, wovon het hier van deel in ons Ausschnitt reden dat, die kan gewoon zich dort verwartelen, hoe weinig, bis een andere wartelen, wat in plaats aangenomen hebben. En de apostel Paulus heeft beet voor die kinderen Gottes, dat die worden gewarteld zijn in leven. En dat ze worden vast gegründet zijn. Weet je, dat ze de brücken dat. Dat die vast gegründet zijn. Ik wil wieder gaan. Bruder Hein, van een gastreden, als de boodschap brengen, ik wil niet te veel tijd opnemen. Ik wil dus 3 dingen, karpenmarkt maken, en ik afsluiten doen. De apostel heeft besonders om 3 dingen gebeten. En dat is dit. Dass ihr mit Kraft gestärkt werdet durch seinen Geist am inneren Menschen. Das wir eingebettet. Zweitens, dass Christus durch den Glauben wohne in euren Herzen. Und drittens, dass sie in Liebe gewurzelt und gegründet seien. So, da wir sie beten, stark zu sein im Glauben, im Geist und in der Leben. So, das was den himmlischen Vater sehen wollen ist, und wir wollen bloß wieder beten, dass die wollen stark sein. Wir brauchen, dass wir stark sind. Und die Zeit, wo wir leben von dir, brauchen wir, dass wir stark sind. Und die Zeiten wollen nicht besser werden. Nun wird Gott das noch. Deswegen braucht das, dass wir uns nicht entmutigen, sondern dass wir stark sind. Und dass wir gewartet sind in dem Glauben und in der Leben. Mach der Herr sie gut sehen. Bei uns singen Nummer 608. Vers 108, das sagte, der Herr erhört Gebet, welch unverdiente Güte. Aber das singen. Der Herr erhört Gebet, welch unverdiente Güte. Auch ich lag früh und spät, mit kindlichem Gemüte. So kommt der Liebe nah, die niemand
mach es hastig. Nummer 8 ist hastig. Lob Gott, ihr Christen, allzugleich vor seinem höchsten Thron. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Ihr schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Lobt und uns ist aufgetan das Paradieses Tor. Lobt und preiset ihn mit vollem Chor, Halleluja. Der Sohn kommt aus des Vaters Schoß, ein Heiland und zu sein. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Legt als ein Kindlein ab und bloß sich in die Krippe ein. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Lobet uns ist aufgetan das Paradieses Tor. Lob und preiset ihn mit vollem Chor, Halleluja. Gott sendet ihn vom Himmelsfeld als Davids Sohn herein. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Denn fort soll jedes Volk der Welt durch ihn gesegnet sein. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Lobet uns ist aufgetan das Paradieses Tor. Lob und preiset ihn mit vollem Chor, Halleluja. Heut ist das Paradieses Tor uns wieder aufgetan. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn, lobet ihn. Der geht und steht nicht mehr davor und kommt und betet an. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn, lobet ihn. Uns ist aufgetan das Paradieses Tor. Lob und preiset ihn mit vollem Chor, Halleluja. Gut, das nächste, als Bekanntmachung für diese Weg betrachten. Aufschluss zur Andacht. Jesus Christus, gestern und heute in derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Dann versuchen wir Weihnachten im wahren Geist das Evangelium zu leben, indem wir Jesus in die Mitte unseres Lebens stellen. Wir zijn van jou dat hier ist ein Double Quartet, waar nur de Bekanntmachung gegeven dafür. En dan to de boodschap van de missionsprediger, Bruder Hein Friesen van onze maat. Checken voor euch, Hans, wat man wordt doen. En de Friedensort is Bruder Isaac Baumann. En Altenheim, eerstlich in Lothar an Zionsgemeinde, Bruder Pancho Baumann.
Bekommerken für diese Werk, erstens von der feiertag, normaal fängt der Weihnachtsabend für die Jugend statt. Also morgen dort, das von der til 4:30, was die toekomst ist. En in deze Werk, dan wie von onze kerk uit beim Altenheim, wenn es dort morgen, wir haben dann abgeholt, diese Werkste Gelegenheit dort zu tun. Drittens, Montag klok 6 overs fing die Nieuwjaarswoon staat en alle Geschwister dort angeladen. Laat uns alle gebedsvoll kommen. Morgen, das ist die klok 6 overs en wahrscheinlich alle können tijd door zijn, aber ans bis morgen, das ist al Dienstag, ne? Dan gaan we al bij Dienstag herkommen, die Arbeit handgeleicht haben. En we würden beten, dass auch alle können kommen, weil wir gebedsvoll kommen, bis wir die Nieuwjaarswoon mal dadurch finden, dass es gar nicht so einfach ist. Du weißt nicht, was wer angestellt am Wort sein, Utefällen in der Church passiert so, sondern erst um die Gemeindesherren zu bühren, es ist sehr wichtig, dass alle am Platz sind, weil man irgendwie nicht so passen. Dann wird die Frau, wir wollen nicht mal, dass wir wissen, die Ursache, wenn die nicht am Platz sind. Nächstens, viertens, morgen und auch in der Schule, unser Klassen, das ist der Bruder Hans Horms, und Bovenklassen, Bruder Peter Niefeld. Fünftens, Donnerstag, klok 7 Uhr, als Gemeindechor. Sechstens, Freitag, klok 4 Uhr, fängt der Weihnachtsabend für die Schule statt, und folgedessen fällt die Jugendstunde rüt für diese Werk, Freitag. Also morgen Jugend, das wird nicht Jugendstunde sein. Siebtens, Sinnung, klok 7 morgens, es war eine Gebetsstunde, und sind alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und dann Gratulation, der Hermann und Neita Niefeld, die haben gefragt, dass hier, ich sind noch nicht tüß von dieser Church, aber wenn sie dort bekannt gegeben, dass der Herr gesehen hat mit einer Tochter Sarah, der 12. Dezember. Und wieder, es ist eine Einladung zu legen Bäckerei, was wir in ein Buch nehmen, ein Heft für die Wapaka Bibelschule, weil man nicht theoretisch sieht ganz frei, ich kann leicht mehr kriegen. Die Wapaka Bibelschule, das wird gut sein von unserer Kirche, mehr wenn dann teilnehmen. Je könnt an dieser Schule teilnehmen, even nach Verlied, das ist ein Verlied zu geben, was dann teilnehmen in Jugend, wollen wir nicht angeben für Wapaka Bibelschule, das sind 3 Terminen, kein Wohntermin. Die Hälfte sind dort zu nehmen. Almosenlasten sind mit 21.600 Peso und $25. Und geplant ist nu, dass es für Weihnachten alles sehr voll wird, als geplant, nur Weihnachten irgendeine Zeit, wird bestimmt worden, in Witwentag und danach der ältere Lied, weil das dort top ein Abend Gemeinschaft legen, wir checken fair was, dass wir wollen keine bolte Zeit annehmen, auch ein Abend für das. Und dann nächstens noch sind die irgendwelche besondere Bedürfnisse von Kinderheim wird angefragt. Also was geplant hier in Swift und Kinderheim zu machen, zu bauen. Und dort will ich mal bei den Nachchecken tun. Und ich will mal entscheiden, das ist ein Bruder über dem SW, nicht so? Ja, da wird abgeschrieben, und wir wissen nicht ganz ausgeschrieben, wir nicht ganz schnell gekommen. Ich dachte, wir will Bruder über dem SW sein. Okay, gut. Der wird so eine Kinder haben, wir glauben, das fehlt an den Kinderheim hier auch ab Zwichtplan. Sieht frei und merkt noch, sie wollen das ab der Neujahrsmeeting, soll da genommen werden. Also bitte Sie ganz frei und warnt an diese Geschwister, wann diesen Bedürfnis dort sein, hier auch verjühnt in dieser Umgebung. Nächstens dort hängen liegen noch was Kleines, nach der Kleines mit Bilder oben. Das sind hier die letzte allgemeine Dynamit-Meeting, war der Freitag geteilt. Bruder Arden deckt, dass jeder Jahr viel in der kleineren Stadt merken. Sie sind nicht gegenwärtig in Ontario Missionsfeld. Aber danach war da spanische kleine Leute merken, was für Evangelisation sehr gut sind. Nehmt jetzt ein kleiner, was die alle sind, lest hinter der Hütte. Die sind ganz frei zu nehmen, was die alle sind. Sehen Sie das von? Yes. Der Leserfreund ist auch gekommen, der den auch nehmen und den lesen. So wieder hier die Botschaft, nee, ein Quartett, Double Quartett, und dann die Botschaft, bitte.
ja, wir waren ziemlich in Leute singen, dort sagt, es war Nacht in Bethlehem. Die Leute, ich kann noch von euch, bloß, ich frage an den Tag, sie darf nie meine Leute anrufen, als mir das wichtig geworden, was die sein wird. In den ersten Vers, war nicht ganz gut, war, in den ersten Vers redet davon, was passiert, als Jesus geboren wird. In den zweiten Vers redet davon, was einem persönlich passieren wird. Es redet davon, wir Menschen haben Angst. Wir sehnen uns nach Leben, nach Geborgenheit und nach Liebe. So das jetzt wiederum ein persönlich an. Und dann im dritten Vers redet davon der Zukunft, wo Jesus wird wahrer kommt. So, wir reichen wir den Text und ja, das Wort wiederum ein persönlich an. Es war Nacht in Bethlehem. Es war Nacht in Bethlehem. Und die Hirten auf dem Feld, sie saßen beieinander und hüteten ihre Schafe. Es war Nacht in Bethlehem. Es war Nacht in Bethlehem. Doch plötzlich wird es hell, hell wie am Tag, ein Bote Gottes erschien. Er sagte, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, ich bringe euch große Freude. Christus ist gekommen, der Retter ist nun da. Halleluja, Halleluja. Christus ist gekommen, der Retter ist nun da. Halleluja, Halleluja. Es war Nacht in der Welt. Es ist Nacht in der Welt. Und wir Menschen haben Angst. Wir sehnen uns nach Leben, Geborgenheit und nach Liebe. Es ist Nacht in der Welt. Es ist Nacht in der Welt. Doch plötzlich hören wir ihn, er spricht zu uns, sein Wort erhält unsere Nacht. Er sagt uns, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch, ich werde euch nicht verlassen. Christus ist gekommen, der Retter ist nun da. Halleluja, Halleluja. Christus ist gekommen, der Retter ist nun da. Halleluja, Halleluja. Es wird Nacht sein in der Welt. Es wird Nacht
Nacht sein in der Welt. Wenn der große Tag erscheint, wenn Christus wiederkommt und wenn das Fest dann beginnt. Es wird Nacht sein in der Welt. Es wird Nacht sein in der Welt. Doch plötzlich erscheint unser Herr. Alles ist neu, das Alte ist nun vergangen. Die Schmerzen quälen nicht mehr. Wir sind am Ziel, ein neues Lied wird gesungen. Christus ist gekommen, der Retter ist nun da. Halleluja, Halleluja. Christus ist gekommen, der Retter ist nun da. Halleluja, Halleluja. Danke für das Lied. Und wieder hier die Botschaft von Bruder Friesen. Ik wens je alle Gottes Segen vandaag morgens. Ich wünsche euch alle einen schönen Tag von dir. Hoffentlich habe nicht. Habe alle einen frohen Tag, aber jetzt den dort. Vielleicht wird einer oder andere sagen, mein Hort ist vielleicht nicht so froh, vielleicht sind da Schwierigkeiten, vielleicht sind da Krankheiten und so weiter. Aber ich habe sagen, alle, dass du erst in der Leben die Qualen mein Hort bist, von dann, dass ich mein Leben klar gekriegt mit Jesus, habe ich das klar gekriegt. Heute mag ich von dir wel einen Text, Thema durchgehen, einen Text, ich spreche Kapitel 5, Vers 20. Durch 27. Spreche Kapitel 5, Vers 20, durch 27. Das ist hier so ein Tag, hier so einfach, wo Salomo sein eine Lehre geben hat. Und das ist so eine Lehre auch von der für uns, dass wir können wieder fertig werden mit uns, dass wir können das unseren Nächsten geben und wo wir uns Gott können bewahren. So der 20. Vers sagt hier so, mein Sehen acht darauf, was ich sei, und hol den Ohr an, wann ich rede. Verjagt niemals, was ich gesagt habe, hol dir wieder dein im Hort, willst du sein Leben verdeutlichen fingen, und sind gesund für ihren ganzen Körper. Der 23. Vers sagt, merk sicher, dass du im Hort weiß bist, dass es wodurch dein Leben kommt. Sei du nur, dass du keinen mit deiner Rede verletzt, und dass du mit verkehrten Vertalen nichts zu tun hast. Laut deine Augen Glück für die kicken, und laut deine Augen sich und dort holen, was Glück in Reich ist. Pass auf, wo du gehst, dann wirst du in all deine Wege sicher gehen. Geh nicht rechts und nicht links vom rechten Weg rauf. Blieb von alles böse Weg. Das ist ein interessanter Text hier so, wo Salomo sein Sehen eine Lehre geben wird. Und der 20. Vers sagt, mein Sehen acht darauf, was ich sei, und hol den Ohr an, wann ich reden darf. Er sagt, neige den Ohr, das heißt, hol den Ohr an, bemerk, wann ich reden darf. Das meint, sie aufmerksam sein, sie tun mit einem offenen Hort. Und das ist, was wir auch sollen tun. Wir sollen, wenn du geredet werden soll, wie ein offenes Hort haben, so dass die Eltern das wollen haben, wenn die
die Eltern, die Kinder wollen was lernen, weil die haben dort, du soll heilgeholfen werden und du soll gehorcht werden. Und dort ist, wo eine Lehre nennt dann, wenn das wird heilgeholfen. Das meint so viel als schnell horchen. Horchen neb ab, was ich zu sagen habe. Der 21. Vers sagt, verjagt niemals, was ich gesagt habe, halte wird deub in den Hort. Willst du sein Leben für die Fingen down. So er sagt, das wird, was ich sagen sollte, die verjährte niemals nicht. Denkt da immer an. Weißt du, was wir tun, wenn wir nicht wollen verjähren, wenn wir nicht wollen verjähren, was zu uns gesagt ist, dann braucht dort, dass wir uns wiederholen uns dort sein tun. Dann braucht dort, dass wir dort in uns Hort werden, abbewahren tun. Aber weißt du, wenn wir dort in uns Hort werden, abbewahren, dass dann, wenn wir es verstehen können, was zu uns gesagt worden ist. Wenn wir in Psalm 119, Vers 34 lesen, dann, das heißt es das, Psalm 119, Vers 34. Das sagt, gib mir dort den Satz zu verstehen. Dann, wo ich dort bewahren und von ganzen Horten holen. So ich sage, gib mir dort, dass ich dort mag verstehen, was du sein ist, dann, wo ich dort in mein Hort bin, bewahren und du bin holen. So, du ist es so wichtig, dass wir verstehen können, was du geredet wird, und dass wir so reden, dass es zu verstehen ist, wenn wo soll der Mensch dort bewahren und sehen, oder hört bin, wenn dort nicht zu verstehen ist. So, wenn es nicht zu verstehen ist, dann ist dort in Schutz der Deutschen Hort bin, und dann sagt es, willst du sein Leben für die Fingen down. So, diese wird, was du geredet worden ist, was du verstehen worden ist, was du Deutschen Hort nicht abgewahrt ist, dort sagt, diese wird, die sind Leben. Weil das ist Leben, das ja von dem Leben gesprengt in einen Mensch, wo du umfangen, das Eberterran. So, was sagt er hier so? Heute redet hier von aus dem Schutz. Diese Leben wird, wo du fingen das in den Hort, wo du Leben geben dann, diese wird, die sollen in uns beschützt werden. Und weißt du, was das von der ist? Das ist die Wahrheit. Das ist Gott seine Wahrheit in uns, was Leben geben. Gott seine Wahrheit in uns hört, jafne Leben gesprengt. Und Gott seine Wahrheit in uns, kriege ich durch den Heiligen Geist. In Römer 4, Vers 4, wo Gott seine Leute in unser Horten durch den Heiligen Geist näher geworden ist. So, wenn wir vom Neuen geboren sind, und wenn wir die Wahrheit in uns haben durch den Heiligen Geist, dann sagt es hier so, dann gibt es dort ein Leben in uns, es ist ein Leben gesprengt von uns, wo das Leben rüberkommt, so aus Liebe, so aus Geduld, Fried, Freudigkeit, das Leben wird umfangen, rüberkommen aus uns. Aber uit een hart wat in Englisch sagt het een wicked heart, een wicked heart, oder een hart wat nicht Jesus hat, ist in Jeremia 17, 9 sein, dat is een heuchlerisches hart, en dat is een hingerlastiges hart, wat nicht zu verstehen ist. Uit dat is een weltliche springt, wat ist, wat bloß weltliche Sachen vandaag kommen doen. Aber hij sagt, uit dit hart, wo diese wird aufbewahrt sein, wo du hast ein Leben gesprengt gegeben, du wird Leben für einen Tag kommen. Und dann sagt er noch mehr aus dem, du wird Leben für einen Tag kommen, aber die sind gesund für ihren Körper. So, was habe ich dann nun? Dass diese wird ein Leben zu uns sein, und erst, dass wir die verstehen können, dass wir lernen, die zu verstehen, dass wir darüber nur denken dürfen, und dass wir diese wird zu uns reden dürfen. Dat we vertalen dan. Als je nog bekomt, dat we nog moeten ons vertalen. Ik geloof, de meeste we vertalen nog moeten ons. Dat we niet ons hart vertalen. Want dat is niet op stel is. Maar ik geloof, we doen alle te ons reden. Te ons hart reden. Wat reden we te ons hart? Wat immer we wollen te ons hart reden. Dat is wat we wollen zijn. Aber wenn wir wollen diese Welt in uns abbewahren, das soll Leben geben, wat je dan moet wie deze weer reden. Dan wordt het niet kwaal geben. En met wat moeten we dan doorschrijven? Hier ist in Sprüche Kapitel 3,
hier sagt es steht, 3 Vers 3, das sagt, lutriert je Leib en wordt het niet van die goenen. Hing die om dat je nek en hul die im hart als van die doel geschreven zijn. Hul die im dien hart als van die doel geschreven zijn. Wat hebben we die doel geschreven in ons hart, als dat als hebben we met onze tong, die kan reden. Waar we mal Psalm 44 blädern, 44 Vers 1 und 2 lesen, da sehen wir dort, want de Bleistift ist, damit wir uns kein Wort auf uns hart abschreiben. En hier is in de Plattdeutsche Bibel, als het de tweede vers. En dat zegt, mijn hart dat een fijne Leid dichten, ik wil van tuinig zingen, mijn tong is zoals een gouden schrijver zijn staf. Mijn tong is als een gouden schrijver zijn staf. So wat ik reden doe, dat schrijf ik mij op mijn toefel nap. En wat ik op mijn toefel nap schrijven doe, dat is wat ik in mijn hart op bewoorden doe. En dat is wat ik lezen doe. So, wanneer we überdenken doen, wat van de weer hebben we ons de autoriteit, of schrijven we ons doel op onze toefel? Wat reden we te ons zelfs? Dat wat we worden te ons reden, dat wat zij wel niet kwalen ons geven. Daar wil ik hier een klein beetje moeilijk, plus dat we zijn kan, wat we reden doen. Dat is dus een kulla. Wat moet zijn, kan je vielleicht nicht alle sein, aber vermutlich, warum sein das ein Kulla an uns Leben? Und in der Mitte habe ich hier so ein Hort, okay? Vielleicht kann ja alle sein, nicht sein, aber anyway, das ist ein Kulla. Und das war sein, das ist meine Rede. Ich rede immer, von was rede ich? Was ist mein Weg von Reden? Und dat wat ik zijn in mijn hart. Zum Beispiel, wat schreef ik mijn doel? Zijn het weer die dat woord Gottes? Zijn het weer die mij vrij maken doen? Wens, ik wil waarschijnlijk dat zijn wat ik te mij reden doe. Viele Menschen, wanneer we dit kijken doen, als dit, wie zijn dat wat we te ons onze toefel doorschrijven doen? Viele die reden negatieve reden. Ik kon het onmogelijk. Viele hebben een probleem met der aan zichzelf doel. Die verachten zichzelf. Die talen zich zo weinig. Oder die haben Red in sich von Hassel gewählt, gegen diesen Nächsten. Bitterkeit. Vielleicht schlechte Gedanken, schwierige Gedanken. So niemand wir kijken, wat dreht meine Rede in mij, wanneer ik vertellen doe, dat is zo als, wat schrijf ik met mijn toefel, met mijn harten op, en dat wil ik lezen. We hebben vandaag een beetje überdenken. Wat doen we te ons vertellen, dat is wat we op onze toefel opschrijven. En dat is wat we lezen dan. Viele schrijven zich op, zoals ik al zei. Met mij houdt het zeer weinig aan. Als dat wat die allemaal abschreiben wird, dann frage ich jedes Mal, dass das sterben wird. Viele schreiben sich dann ab, dass andere sind besser als ich. Wirklich? Stimmt das wirklich? Viele schreiben sich dann ab, dass mir läuft keiner nicht. Stimmt das, mir läuft keiner nicht? Viele schreiben sich dann ab, ich bin ein Wunderwerk. So, wat we ons hier zo worden opgeschreven is wat we in ons hart worden opgewoorden. Maar het zegt je, deze Wert, wanneer we deze Wert worden, werkelijk Gott zijn Wert in ons hart nemen, en dat meint zoveel, dan rede ik Gott zijn Wert te mij, en ik opgewoorden in mijn hart, dat zegt je, die worden sogar gezond zijn voor mijn Körper. Dat wordt mijn Körper sogar gezond worden. Hij dat je wist, dat vielmals, dat de mens als krank wil, der redt sich zelfs krank wil, der merkt sich zoveel deutlich. Dat is alles wat der Mensch ist. Sehr viele Menschen, die krank sind, körperlich krank sind, der erst will, die Wort reden, die Wort schreiben sich auf ihre Tufel nach. Wenn du wirst denken, was hast du die Autorität abgeschrieben? Und vielleicht merkt die dort unmutig und krank. Vielleicht erst dort Sorgen und so Dinge, wo die auch längst hat so Jesus übergeben haben.
Vielleicht Dinge, wo die mit Schwammerten das, wo die nicht mehr tun kannst. Vielleicht ist es, dass die schämen das mit sich selbst. Und das macht Menschen krank. Das ist, Menschen wollen so gut gesund hier. Dat sagt, hol die wir dort in den Hort, willst du sein Leben für die fängen tun, und das sagt, und sind gesund für ihren Körper. Ich habe das auch gesehen. Dass manche Lied, manche Personen, die sind auch körperlich gesund geworden, weil sie fangen, dass sie wird, und sie fangen leben, und fangen an, anders zu reden zu sich selbst, weil sie kicken in das Wort Gottes nennen, sie erfuhren die wahre Geburt, sie erfuhren das Leben, und sie werden sogar körperlich gesund. Könnte Doktor nicht mal Konsultas Betrug nehmen? Wie dort halt. Warum würden die Gedanken von der gehen? Und das ist hier so, was Salomo sein, dass er sagt, dass das Wort für den soll gesund sein, das Wort für den Körper sein, für den Körper gesund sein, für den Hort, für alles wird es gesund sein. So das ist, was er sagt, dass bevor das Teufel in den Hort, dann im nächsten Fall sagt er, merk sicher, dass du in den Hort weiß bist, dort ist, wo durch dein Leben kämpft. Das meint, wer sein, das meint, bevor den Hort, wenn du weißt, wer in den Hort sein, das meint, merk, dass den Hort beschützen, bevor den Hort, mit einem sorgfältigen Hort, bevor dort beschützen. Ist nicht das, was Gott ihnen hat gegeben, dass sie wird, was er gegeben, was die Leben geben tun, dort erst nicht endlich dort bewahren, weil sagt, nicht den Hort nach bewahren. Von was wir dort bewahren? Well, wenn wir wieder lesen, dann sagt, sei nur, dass die keine mit deiner Rede verletzt, und dass du mit deiner verkehrten Vertal nichts zu tun hast. So, das hast du tun hier so, dass wir uns hart wollen, bewahren, von dass wir uns nicht fürchten dürfen, ängsten dürfen, und dass wir uns hart wollen, bewahren von Sinn. Das meint nicht, dass uns hart nicht was bewahrt bleiben von Weidel. Ich meine, die sind in dieser Welt und die sind in der Gefahr, dass mein Hart kann weiter tun wollen, weil Paulus sagt, heute wird zu den Korinther gekommen mit einem offenen Hart. Heute kommen euch zu. Und heute mit einem offenen Hart gekommen. Und wir weiten dort, wir als Kinder Gottes, wir sollen diese Leute zu den Nächsten haben und wir sollen uns hart aufmerken zu unseren Nächsten. Und wir weiten dort dann erst nicht vor, dass wir kein weiter tun wollen. Aber Salomo sagt, dass ihn hart beschützen von Sinn. Die nicht waschen Schwierigkeiten dann vor. Wenn wir das mählich dort kann passieren. Aber das erste wird nicht ein bisschen angehen. Wir mal checken in Johannes Kapitel 14, Vers 1. 14, Johannes 14, 1. Das finde ich gut nur dem, dass Jesus hat gesagt, dass er hier wird wach machen, verloren. Und dann sagt er hier so laut, lut nicht das Hort beanrühren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. He bist dass die Vorbild sein, dass die Horten würden anrührig werden. Aber er sagt, glaubt an mich. Das tun Vertrauen auf mich sagen und auf den Vater sagen. Das ist, wo er sagt, ich will ihn beschützen dafür, dass die nicht wollen in Angst kommen, in Verzweifeln, in Abgeben. Er sagt, glaubt an mich, vertraut mich in den Vater, dann wird er schaffen. Es ist nicht so, dass unsere Horten fehlen, auch zu beschützen von den anderen. Hier so wie Jesus, hier hat Jesus die Jünger dort verteilt, dass er wird hier mehrfach war. Und du würdest jetzt eine ganze Ursache, ich meine, wem's Hort wird nicht anrührig werden. Aber nicht, weil wir uns von der mal fragen, wo fehlt uns ein Schutz, dass unser Hort jetzt nicht anrührig wird. Kommt das darauf an, dass unser Hort jetzt anrührig wird, dass die anfangen zu Tauben können sein? Vielleicht nicht
mit so aus diese Jünger zu beleben, dass sie Angst hatten, was würde mit Jesus passieren. Aber haben wir mal gedacht, was von den Dingen dann, die das Hort beanrühren? Kann das nicht sehr leicht anbammel sein in diese Dezember-Zeit? Ich mag dort, wie viele Horten da anrührig sind. Wegen kleinen Dingen. Die das Hort nicht beschützen. Die sind anrührig, wo wir reinkommen zu Weihnachten. Was das alle wollen, was das Haus ausgeforft worden, was das reingemerkt worden, wo wir reinkommen, ich meine, wo wir genug Eten haben. Ich meine, die Lieder sind anrührig. Es sind so viele Lieder, die fallen in Depression in Dezember. Und nur in Dezember, die fallen in Schwierigkeiten wegen das anrührig, was mit ihnen passiert ist, wo sie ihre Horten auf keine Weise nicht handeln können. Das ist ein anrührig, like, wollen unsere Kinder weniger kriegen als die anderen Kinder? Wo wollen wir unsere Kinder ein Geschenk halten? Wo wollen wir nach El Paso kommen? Wo wollen wir das Geld herkriegen? Wo soll das nach aller werden? Das Hort ist beanrührt, den Daschamann wird Druck abgegeben. Die Horten sind anrührt, die Cousine, die soll unbedingt bei Weihnachten reit sein. Und den wird gefunden. Von dit ing is dat Hort anrührt, und ab jane ing is dat Hort anrührt. Die Schmiedenmond ist anrührt, und die wird fertig da auf die Hei gebracht. Ich meine, dort soll Krieg nicht passieren. Und Jan soll bestellt, und dort soll gekauft, und Jan soll fertig sein. Ich meine, stimmt das nicht, dass so viel Kinder Gottes das Hort beanrührt ist nicht bei diesen Zeit? Wo soll es werden? Wat het reinkommt. Merkt ihr das anrührig? Der wird hier Schmiedenmanner sein, ein Daschermanner sein, ein Geschäftsmanner sein, die weiten vielleicht. Aber wer weiß, wem wir vielleicht Druck ableiten da? Vielleicht da wird der Nähen sein, die sagen unbedingt die Kleider vor dich haben, wollen die vor dich haben, wird das nicht mehr nicht da, nicht so? Ich meine, es steht, dass das geloten ist und mutig und froh sein. Dann spielt sich das ab. Und hier sagt, hey, merk sicher, dass die den Hort beschützen. Wem Wort, von du kommt, das Leben redet. Ja, ihr seht, hier sind dann dort die Jünger, wenn er sieht, er wird hier wach, er wird sterben. Und er sagt, beanrühre ich den Hort nicht. Glaubt an mich und glaubt an den Vater. Was für eine kleine Dinge dann mir und die ans Hort beanrühren? Oder selber Frau. Dass wir das Leben in uns haben. Uns Hort beschützen ist so aus, wie dann Wort protecting, so wie haben in Seguro gekauft. Wir wollen unbedingt nicht haben, dass mit dort so was passieren. Wenn es Wort, wie uns in das Gebiet können wir sagen, du hast so viele wertvolle Sachen. Diese Sachen, was wir du ben haben, das darf mir leben, können wir sagen. Und du willst vielleicht das Gebiet abbewahren. So, das sagt hier das nächste, wo wir uns Hort befeuchten tun, mit Dingen, wo wir uns, mit Kleinigkeiten, wo wir uns anrührig merken. Er sagt, es ist bewahrt den Hort, beschützt den Hort. Merkt sicher, dass du was Weisheit rüberkommst. Der nächste Ding ist, der 24. Vers sagt, sei du nur, dass du keine mit deiner Rede verleiden lässt. So, wo soll wir uns Hort beschützen? Und erst durch unsere Gedanken, durch unsere Wille und durch unsere Übung. So wie uns Hort bewahren. Das sind meine Gedanken, zwei ist meine Wille und der dritte ist meine Übung. Weil ich mein Hort kann und Unfrieden anbringen. Das sind die Gedanken, was ich denken will. Und du sagst das in 2. Korinther Kapitel 10, Vers 5, du sagst das, dass wir sollen alle Gedanken festnehmen. Met dat wat Gott uns zum Kämpfen bereitstellt, merkt wir alle Gedanken zunicht und alles, was Hüchen fram utlädt, aber uns hindert Gott immer besser kennenzulernen. Wir nehmen alle Gedanken fest, dass die Christus gehorchen machen. Das ist der Umfang von uns Hort beschützen, erst wir fangen an mit unseren Gedanken. Wenn es dort, was wir denken, dann ist ein Gefolg, das ist, was wir wollen, rüberbringen.
So, vielleicht haben wir gar nicht gute Gedanken, was uns trübeln wird in uns Hort. Und hier sagt die Bibel, der all die Gedanken unter Christus in Autorität bringen. Wenn's Wort, als die Gedanken kann anfangen, den Hort zu trübeln, wo die was in eine Anrührung kommen. Weil vielmals sagt der Mensch, dass er kann das nicht halten, das stimmt doch, wir können nicht helfen, wenn so ans Gedanken so beflehen tun, aber was wir können tun, ist alle Gedanken vornehmen und unter Christus in Autorität bringen, dass diese Gedanken uns nicht kontrollieren tun. Und diese Gedanken waren zu weit, wo hier in der 24. Vers sein, dass sei du nur, dass du können mit deiner Rede verleiden ist und dass du mit verkehrten Vertal nichts zu tun hast. Ich muss die Welt, was ich reden darf, zu meinen Nächsten oder zu mir selbst, beandere ich mein Hort. Gib mir Trouble. Vielleicht Lehnes reden. Schwinsche Rede haben. Den Nächsten verleiden. Vielleicht großartig reden, im Plüdern, weiß nicht was alles. Aber unsere Welt bringt das so, wie das uns Gott in Unsicherheit ist. Viele Menschen sind in Unsicherheit wegen der Tod. Aber uns, viele Worte sind auch in Unsicherheit, weil es der eine wird, was der Mensch reden wird. Nach dem nächsten ist unsere Augen. In Matthäus 6,23, da redet von den Augen, die sind so ein Fenster für unsere Säule. So, unsere Augen, die sollen ein Dach nennen. Und du weißt, es ist wichtig, was kicken wir uns an? Was sei wie? Matthäus 6,23. So heißt es, dass wenn das Auge aber nicht klar kickt, dann ist dort im ganzen Körper dies da. Wenn nu dort Licht, was in die ist, dies da ist, wo groß wird dann dort dies da sein. So unsere Augen, die sind so ein Fenster für unsere Seele. So wo unsere Augen waren handkicken, dort können nicht vor sein, dass mein Hort in Unsicherheiten kommt. Ich habe noch mal so ein Pferd und was gefragt, na, dort irgendwas bekicken, solange es sich nicht unfuten da, solange es die Person tachluten da, solange es mir das Jankeln luten da, aber dort tachluten da. Und was sagt die Bibel? Wo fängt der Sinn an? Die fängt im Hort an. Und wenn wir uns die ankicken da, und wie die gelasten da, und dort ist, wo die Sinn im Hort ansaten da. Und dort ist, wo das Hort in Unsicherheit kommen wird. So, diese drei Werte. Noch einmal, wo soll wir uns Hort beschützen? Dort ist mit meinen Gedanken, dort ist mit meinen Worten, die ich reden will, und dort ist mit meinen Augen, wo ich handkicken will. Da wird mein Hort beschützen. So, was meint das? Das meint, ich bin verantwortlich, dass ich das Hort und das Leben, was Gott mir gegeben hat, ich mein Möglichstes, was Gott mir gegeben hat, diese Kraft von Gott, ich will mein Hort beschützen. Ich bin verantwortlich dafür. Dass ich kann nicht bloß gleichzeitig gehen. Vielmals der Mensch sagt, weil ich kann es nicht halten, ich falle in Sinn, ich falle in Probleme, und ich kann es einfach nicht halten. Weil ich denke, wo war das Hort unruhig? Wo soll wir das nicht beschützen? Wo können wir die Augen nicht zuhalten? Wo nehmen wir die Gedanken nicht in Kontrolle? Und wo dürfen wir reden, was wir nicht heute so geredet haben? Haben uns vielleicht ein Problem gebracht. Da wir weiten dort, du bist alle die Bereitschaft von Gott. In Epheser Kapitel 6, Vers 10, die ersten 2 Vers, hier ist es, Gott ist die Qual von all der Kraft, und Gott ist die Qual von all der Bereitschaft, dort ist du, was wir können brauchen. Das heißt es dort, in Epheser 6, Vers 10, zu Gott lasst, sorgt dafür, dass die stark werden, durch die Kraft, die der Herr gibt. Lass uns dort die Schar ab, dass Gott für die Reut hat, dass die bestehen können, wenn die beide Fiendchen angreift. So, Gott ist die Qual von der Kraft, und Gott ist die Qual von der Schutz. Er sagt, der ist durch die Hand. Die Kraft ist durch die Hand, und das Harnisch Gottes, das Geschirr ist durch die Hand.
immer dort wie uns Gott beschützen. Wann wir nun mit dir aber nur denken, dann, wofür uns haben wir uns deswegen die Schuld gegeben, dass uns Gott das Unruhig war, wegen was ich ein Problem gehabt, woran ich seinen Sinn mehr gefallen, woran ich diese Dinge getan habe. Wofür habe ich vielleicht gesagt, dass es willst eine Person auf mir die Nähe lockt, oder wenn es eine Person, wir geben vielleicht irgendwem die Schuld. Vielleicht geben wir die Schuld, dass die Welt voll Sinn ist, weil, weißt du was, die Welt ist voll Sinn, und wenn wir sehen dann, wie fängt du auch Sinn, aber wenn wir wollen kicken, du hast auch immer Weisheit. Das sagt, die Bibel sagt, dass Weisheit ist aller Wehen, und die ist auf der Humpels, und spreche auch, sagt, raubt die Weisheit nicht, lasst die Klugheit sich nicht hier, auf der Humpels und auf der Weg, und wo die Stieg sich trafen, stellt sie sich an, und die Puten, wo dort in den Stoten angeht, durchsteht sie, und die Puten in Schrift mit Lüderstimmen, die Mana, in Raubjünd, ich schrie, so dass mir alle Menschen hören sollen. So viele Menschen sagen, weil ich denke, ich fall in Sinn an, wird du erst so viel Sinn. Weil ich denke, wir wollen bloß dort fängen, nur was wir sehen dort. Wenn du einen Sinn sehen das, du wirst immer mutend Sinn fängen, die Welt ist voller dort. Aber wenn wir wollen nur Gott seine Weisheit sehen, weißt du was, diese Welt ist voll Gott seine Weisheit. Wir wollen dort fängen, nur was wir sehen gehen. Aber stimmt das nicht, dann sagen wir, weil mein Hort ist im Sinn gefallen. Und ich habe mich verbessert, ich habe mich vereuert. Und dort ist wegen Jahren und wegen Jahren und wegen Jahren. Wird wir im Moment sagen, mein Problem ist, meine Gedanken heute nicht unter Christus in Autorität gebracht. Meine Wert heute nicht in Kontrolle gebracht. Und über nur gedacht, was ich sehe. Und ich habe meine Augen nicht ausgehalten. Wird wir im Moment sagen, Herr, ich bekannt von dir, all dort, was ich unter die Schuld geschoben habe, wen was ich in diesem Bohrer sein, in diesem Problem sein, dass ich sage, das ist mein Problem, ich habe mein Hort nicht beschützt, ich habe nicht nur die Qual gegangen von deiner Kraft und von deiner Schutz. Aber was denkt ihr davon? Wofür haben wir unser Problem deswegen in der Schule geschoben? Und haben unseren Tun für uns heute durchgebracht. Das haben wir selbst getan. Wir wollen sie nicht schädig, wir wollen something else sein. Und wir wollen sie nicht schädig, wir wollen viel vertrauen in unsere Gedanken reden. Wir lernen und wir unterrichten, dass wenn du was frei wollen, dann du ehrlich wollen und aufrichtig sein und du sein, das ist ich verantwortlich für mich. Nicht für den nächsten Weg. Für mich. Aufrichtig sein. Was denkt ihr, Jugend? Wenn ihr sollen eben nur denken. Like, du deine Horten beschützen. Oder sagen wir, weil das ist so schwer und Jugend sein und du hast so viel und das und dort und ja. Und du wirst völlig im Sinn. Oder habe ich keine Selbstkontrolle über unsere Jugend, über unsere Rede, über uns Denken. Vielmals, was gesagt bei diesem Kind ist so stark. Wen ist die Kraft wahrgenommen? Gott hat die Kraft wahrgenommen. Gott ist stärker. Und er sagt, wir sollen uns heute nicht beschützen. Und er wird uns all das geben, was das brücken wird. Aber das brückt, dass wir diese Welt wollen, erst innerlich haben, dass das wird nicht Qual geben. Und dass wir wollen wissen werden. Und dass wir wollen ein Tun haben. Der nächste sagt ja, lass deine Augen Glück für die kicken und lass deine Augen sich an dort holen, wo Glück in Reich ist. Das meint, wir müssen ein Ziel in uns Leben haben. Ein Ziel haben, dass wir ein gerechtes Leben haben. Ein Ziel haben, dass wir durch sein für unseren Nächsten. Ein Ziel haben, ein reines, heiliges Leben will wir haben. Dass wenn wir nicht ein Ziel haben, und das Ziel dort nicht wird, wo wollen wir nur streben? Wofür wird es dein Ziel, was du dir gesagt hast, es die dort wird, du wirklich nur zu streben? Der 26. Vers sagt, pass auf, wo du gehst. Dann wirst du in all deine Wege sicher gehen. Dort meint auch, denk, wo du stehst. Niemand will aber nur denken, wo stehst du?
mit meinem Leben? Waar we er allemaal een beetje over nadenken. Wo stu ik met mijn leven? Ik ben ik tevreden waar ik staan daar. Ben ik oké damit? Or fehlt er something to do? Wem wat mijn hart aanruigt is, stu ik op eenmaal op een aardige steed. Zijn ik op eenmaal met aardige vriendschap, aardige gezelschap. De dingen wat ik doe, ik ben like echt dat reich wat ik doe. Wanneer we dat brieven worden, zelfs kijken waar ik staan doe, zelf moedig te maken. Kost je ook zijn, amen de toe dat, waar ik staan doe, einslich durch Gott sie nicht nur. Wanneer ons vreemd nach een duil veel deed, aber da stu wir op einmal, ganz das wo ich nicht soll stehen. Wat mir in Schwierigkeiten dann bringen wird. Stu ich auf einmal durch, wo die Eierreichtigkeit ist, wo die Gitzig ist, Hass, Bitternis. Das heißt, go nicht reich von den Linken, go nicht reich und nicht links vom rechten Bachruf. Blieb von alles Böse bei. Also ich habe ein Ziel und go nicht reich und nicht links von den Bachruf. Das meint, pass ab. Wenn es von dir was raufgehen, dann warst du in Schwierigkeiten geraten. Das meint, du bist verantwortlich für das, sei du nur, dass du warst auf diesem Weg bleiben. Das meint, dass wir wollen wacker sein, dass wir wollen klar denken, dass wir wollen gebetsvoll sein und dass wir wollen Gott fragen und Gott sagen, Gott, wies du mir, aus einer haben wir auf den rechten Weg gehen. Und so ist es hier in Psalm 139, Vers 23 sagt, das sagt, Gott sei einmal, wo das mit mir steht, und ihr seht mein Hort, prüft mir aus und sei, wo ich das mein. Und sei einmal auf ich auf den bösen Weg sehe, und leid mich auf den ewigen Weg. Wenn ich David sage, Gott, und ihr seht du mich. Und ich glaube, das soll wirklich alle sein, Gott, und ihr seht du mich, wo das mit mir steht. Wenn wir uns selbst beten, dann, unser Wegstoß legt stammt nicht. Und wenn ein anderer uns beten, das stammt nicht. So dann ist es sehr wichtig, dass wir sagen, Gott, meine Schuld stammt für mich nicht. Und die Nobersine, die stammt für mich nicht. Diene, die stammt für mich. Die, weil es reinkriegt, wo das mit mir steht. Und ihr seht du mich. Nicht so? Und wir wollen weiten, wo das ansteht, dann erst das Bitte wie vorhin am Doktor, und wir sagen den Doktor, da wir mal ein X-Ray merken, und sagen mir, wo das mit mir steht. Aber wir wollen gleich ein X-Ray merken, die ins Wort willst, wir wollen die Worte gleich weiten von uns. Und deswegen wollen wir nicht, weil wir Gott gehen und beten da an, wenn es auf einmal wird Gott sagen, Gott, wird auf einmal sein Sehen oder Tochter, du bist bitte im Strich, hier fehlt ein bisschen drei zu gehen und drei zu wegen, und das werden wir nicht glauben, wenn es keiner haben gesagt, dass wir ein wenig mein Problem, und er soll auf einmal meine Verantwortung geben, und das wird mir nicht ankündigt. So wir brauchen uns, dass wir uns persönlich und ja segnen von Gott. Persönlich. Das wird viele Menschen noch frei merken. Viele Menschen, die nach Hause kommen da. Wir haben immer so belebt, dass der ein Partner kämpft für den anderen. Ich habe auch so belebt, dass einer kämpft auf Trouble und der andere, der hat nicht, aber der kämpft für die Gesellschaft. Man will ja rechten da und dann, aber einmal sagt ein Partner, ich dachte, mein Partner hat ein Problem. Nu moet ik zeggen, ik kan niet zijn. Weet je wat? Het woord God is wies dort en zegt dort. Gott hat mir das Wort Gottes gewesen, dass ich sein Wort zu klar zu kommen. Dass ich mein Hort nicht beschützt. Dass ich sein du dieses Problem habe. Und das ist wem, was mein Hort ist, anrührig geworden. Weil wir sind das blind mehr. Und wir weiten manchmal nicht und sehen das nicht, wo das mit mir steht. Und du weißt, es geht, dass wir zu Gott sagen, Gott, und ihr seht du mich. Aber was denkt ihr, was würde es von der tun, wenn wir würden sagen, Gott, und ihr seht mich, wo das mit mir steht? Wie viele Probleme würden vielleicht unsere Dinge sein, wo wir uns so verantworten, wo wir würden vielleicht einmal gesagt haben, das sind nicht meine, das sind das in Sinne. Würde auf einmal sagen, das hat mir nicht gedacht. Das ist vielleicht ein Teil nicht. Und ich meine, wir können das. Das ist der einzige Weg, wo wir uns Gott beschützen, weil dass wir aufrichtig sein mit uns selbst. Aufrichtig und treu sein
mit uns selbst. Ich bin nicht fehlerlos. Ich sage, ich bin aufrichtig, wer wir sind. Und wir sagen Gott, wer wir sind. Wir sind aufrichtig mit uns selbst. Und das ist, wo wir uns heute beschützen. Als es dort nicht wird, wenn der Herr Jesus hat uns Leben gegeben, durch den Heiligen Geist in uns Hort. Der hat uns Leben gegeben. Als es dort nicht wird, uns Hort zu beschützen. Uns Leben, unsere Seele zu beschützen. Unsere Seele, dass die mehr wird aus der ganzen Welt. Und ich sage, pass auf. Ich habe uns alles gegeben, was das brauchen wird. Ich meine, wir sind so vorsichtig. Wir kriegen die Seguro für die Fortjahr, für die Hisa. Ich meine, das soll die so beschützt sein, das soll die bis nicht wegkommen. Wir kriegen die Seguro für Doktorien, alles nicht so. Und ich sage, den Ort, wo das Leben rückkommen wird, das ist ein Seguro für. Das beschützen, wo die alles geben, was das brauchen wird, die kostet. Die kostet. Wat vielleicht manchmal brauchen, dass man vielleicht mal ein Doel sagt, mit wem und beten muss Dinge durch. Arbeiten Dinge durch. Ja. Beten um eine Reinigung und so weiter. Beten um Mut. Vielleicht Dinge loslassen und so weiter. Vielleicht haben wir viel zu viel Sorgen, Schwierigkeiten, was wir mitdrehen können. Für andere, von anderen ihre Probleme, dass wir nicht Mut haben, uns nicht hat, beschützen von Sinn. Sind ja manchmal. Viertmals hat eine Person gesagt, ich habe mir das so schwer gemerkt. Mit so Dingen, die ich nicht ändern kann, mit anderen ihre Probleme. dass ich für mein eines Hort für jeden. Nein, nicht bloß für mein eines Hort, für meine Kinder erhört. Und für den Partner sind er erhört für jeden. Jetzt habe ich so Druck und bedürft um andere Menschen ihre Probleme. Jetzt braucht das wir selbst in uns gehen und checken selbst nach uns. Wo stehst du eigentlich? Und das ist, wo eine Ändernis kommt, passiert. Als die das Leben noch so wertvoll in Jesus, was Jesus uns gegeben hat, dass das wert ist. Dass wir vielleicht von der können anfangen, anders zu schreiben. Und dass wir können unsere Tufel, was uns hört, kann sein, Herr, ich will das auflaschen, was ich immer von mir gedacht habe, in Gerät habe, und was ich von mir geholt habe. Und ich kann sagen, keiner läuft mir. Und ich kann sagen, keiner gleich mir. Und ich wird wie immer so wenig mit mir. Vielleicht wollen wir alle auflaschen und wollen abschreiben. Ich bin viel wert. Ich bin geläuft. Und ich bin eugenommen. Und ich bin freigekauft. Und der Herr hat meine Sinnen alle betont. Und dann haben wir 6 Worte abgeschrieben, was uns Wort Mut und Freudigkeit geben. Was denke ich von so einer Weihnachten vielen? Von Säuen, was in uns Hort drin ist. Von Säuen, dass das Wort Gottes nicht schwal geworden ist. Dass die anderen Dinge uns waren Nebensachen sind in uns Leben. Dass uns das wichtig wird sein, dass wir erlöst und gerat sind. Dass uns heute nicht was beanrühren wollen, all diese kleinen Dinge. Dann wollen wir vielleicht nach dem Funkel merken und Frauen am Vergebung, dass ich diese gepaart habe. Dort part nicht mit den Cousinen, mit den Pickup, mit den Schmähbühnen, mit das. Dort part nicht. Die Sondersar, ich sage. Mal sagen, was mit der Person passiert. Ja, was da dabei mal ein bisschen studieren und der wird vielleicht haben, was da dabei mal figern, dass er hat Spreche Feuer Vers 20 in Lieder gelesen. Und er hat Dinge klar gekriegt. Er hat mit Schwal gekriegt. Der eine oder andere wird sagen, was ist die Person, was ist deine Musik Sünder? Ein Schafjahr, ein Mautjahr, was ist der Mensch? Wo ist der was beim Doktor? Wie wird von Doktor? Ich meine, den Doktor, weil ich auch, das sind und wo das kostet, Konsulta, du weil ich auch kann. Aber einmal wollen sie ausgeforscht haben, wie ein Doktor, der was ist. Und dort erst wie Spreche Kapitel 5, Vers 20 und wieder, du hast angefangen zu lesen und hast das Wort Leben gefangen. Und vielleicht hast du da lang klar gehört, dass du denkst, was ich meine Frau, vielleicht fehlt dort, war da abzumuntern, vielleicht fehlt eine Erfrischung und so wieder, nicht so? Vielleicht fehlt bekickt wir uns, wie viel Säulen wir haben, die aufladen, und dass wir können da durch sein, nicht? Oder wir da können klar dachen und klar denken und klar reden, nicht so? Das war das Brot nicht. Ich wünsche dir eine Frau wie nach Mut. Weil wir nicht schwal sind, weil wir das looten, evangelium bei uns, diese Freiheit, nicht so? Aber abstunden beten. Herr Jesus, wir danken dir von dir. Wir danken dir, Herr, dass du gesagt hast, glaub an mich und glaub an den Führer. Dann lut den Hort nicht beanrühren. Und Herr, wir machen einfach bekannt, wir sind viertmals so kindisch. Wir luten uns Hort beanrühren, wie so eine kleine Dinge aus dort. Sind so vielleicht verdrisslich und unzufrieden geworden.
En Herre, ik bekend ook, vermals een zijn hart, dat is zo ängstlich geworden, wanneer dat zo looten deed en bezuinen deed. En Herr, mocht die vrede waarin in zijn hart regieren. Dat kan de kwaal geven, wo leven eruit komen deed. Wo we moed aan te zoeken, wo we de vrijheid aan te leven. Herr Jezus, en dat we worden ons hart bewahren. We worden van die Kraft nemen. En dat we worden die Waffen nemen, dat we ons hart beschützen van alle Sinn. Ik dank dir dafür, Herr, dat du hast ons dat möglich gemacht. Ik bid ook, wanneer hier een verbannen is, dat hart is onruhig, Herr. Ik bid dat de persoon wordt kan vrij worden van wat immer dat hart onruhig is. Ik bid dat dat hart keine kwaal abstoen en eventueel. Ik bid ook voor die wat niet de ware Geburt klar haben. Ik bid ook voor hen, Herr, dat zij worden dat klar krijgen, dat du best dat het leven geven wird. In die naam bid ik dat. Amen. Wir singen Nummer 493. Nummer 493, du so die dritte Vers, ein Herz erneuert ganz und gar in Sinn und Tat und Wort. So, da wird das Leute gebetsvoll singen. Gib mir ein Herz zu deinem Preis, ein Herz befreit von Sünden, dass ich ganz sicher bin und weiß, ich bin ein Gotteskind. Gib mir ein Herz wie deins, gib mir ein Herz wie deins, voller heiligsten Triebe, voller Glauben und Liebe, gib mir ein Herz wie deins. Ein wahres und ein treues Herz, das glaubet, hofft und liebt, das Mitleid führt mit anderen Schmerzen, den ganz sich liebt. Gib mir ein Herz wie deins, gib mir ein Herz wie deins, voller heiligsten Liebe, voller Glauben und Liebe, gib mir ein Herz wie deins. Ein Herz erneuert ganz und gar in Sinn und Tat und Wort. Ein Herz wie deins, o Jesus, war du unser Heil und Gott. Gib mir ein Herz wie deins, gib mir ein Herz wie deins, voller heiligsten Liebe, voller Glauben und Liebe, gib mir ein Herz wie deins. Gib mir ein solches Herz wie deins, ich bin zu deiner Ehre, das im Beweis mit dir sich
In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4 sagt es, denn der in euch ist größer als der in der Welt ist. Dat is mijn troost. Dat wat in ons is, het grootste in de wereld, dat meint, waar we met dem Haar wandelen doen. So wir haben von der Wichtigkeit gehört, uns Wort zu beschützen. Und da brauchen wir immer wieder alle Tag. Das ist nicht wichtig von morgens an, wenn wir abstehen, abwarten, wenn wir beten, Herr, die nicht genug ist du, aber lass mir die genug zu sein, mit mir Wort beschützen kann. Mach der Hart mit sehen. Wieder auf der Nein, das ist gut mit sehen. Ons hoppen even sehen. We gaan zeggen, Jezus Christus in die genade en Gott in de Leuven in Heiligen Geist in seine Gemeinschaft mit ihnen alle sein. Amen. Gott im Frieden.